Hörst du das? Das schwere rhythmische Dampfen unserer roten Lokomotive verändert sich. Wir haben in den letzten Wochen mit dem Mars im Steinbock das steile Gebirge der Tradition, der Pflichten und der harten Arbeit erklommen. Wir haben geschwitzt, wir haben Struktur geschaffen. Doch jetzt, in dieser Woche vom 19. bis 25. Januar, erreichen wir einen Punkt auf der Strecke, an dem nichts mehr so bleibt, wie es war. Schau aus dem Fenster. Die vertrauten Felsen und Wälder des Steinbocks bleiben zurück. Vor uns öffnet sich eine weite, fast futuristische Landschaft. Die Luft flimmert, unsere Schienen scheinen sich zu elektrifizieren. Wir wechseln das Gleis. Weg vom Alten, hinein in das Neue, in die Ära des Wassermanns. Doch dieser Übergang ist kein sanftes Gleiten. Tief im Maschinenraum unseres Zuges, dort wo unsere wahre Kraft sitzt, findet ein gewaltiger Umbau statt. Pluto, der Planet der radikalen Wandlung, wartet dort. Er trifft auf Venus, er trifft auf die Sonne, er trifft auf Merkur und Lilith. Das ist keine normale Wartung. Wir sind eingeladen, unseren inneren Antrieb komplett zu erneuern. Wir stehen an der Schwelle zum energetischen Neujahr im Human Design. Der alte Treibstoff ist verbraucht. Der neue Tank füllt sich symbolisch mit der Kraft deiner Vision. Bist du bereit, alte Schichten bewusst loszulassen, damit dein wahrer Kern zum Vorschein kommt? Bist du bereit, nicht mehr nur zu arbeiten, sondern zu gleiten? Atme tief ein. Deine neue innere Ausrichtung beginnt jetzt. Herzlich willkommen zu einem neuen, sehr besonderen Astrological Reading. Dies ist dein Seelenkompass für eine Woche, die es in sich hat. Egal, ob du es dir gerade zu Hause gemütlich gemacht hast und auf YouTube zuschaust oder ob ich dich unterwegs auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl begleiten darf, ich freue mich riesig, dass wir diesen Übergang gemeinsam betrachten. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Wir stehen heute nicht nur vor einer neuen Woche, sondern vor einem energetischen Tor. Gemeinsam tauchen wir nun tief ein in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der ehrlichen Selbstreflexion, um zu verstehen, welche Impulse dieser kosmische Umbau für deine persönliche Entwicklung bereithalten kann. Wir schreiben die 4. Kalenderwoche des Jahres 2026 und um in unserem Bild zu bleiben, der Zug wird neu konfiguriert. Wir erleben einen massiven energetischen Shift. Die Sonne verlässt am Dienstag die erdige Strenge des Steinbocks und tritt in das luftige, visionäre Zeichen des Wassermanns ein. Ihr folgen Merkur und Mars in den Tagen darauf. Das bedeutet, der Fokus verschiebt sich von „Ich muss leisten" hin zu „Ich will frei sein und mich vernetzen". Doch bevor wir in diese Freiheit starten, dürfen wir durch das Nadelöhr der inneren Ausrichtung gehen. Pluto steht wie ein Wächter an der Grenze zwischen den Zeichen. Sowohl die Venus als auch die Sonne und Merkur müssen an ihm vorbei. Das erzeugt eine unglaubliche Dichte und Intensität. Es ist, als bekämen wir die Einladung, den Ballast, den wir nicht mit in die Zukunft nehmen können, jetzt im Zeitraffer anzuschauen und loszulassen. Es geht energetisch um alles oder nichts, in der Liebe, im Selbstausdruck und in unserem Denken. Zusätzlich feiern wir am 22. Januar das Human Design Neujahr. Die Sonne wandert in das Tor 41. Es ist ein symbolischer Startschuss an einen Impuls für alle Erfahrungen, die wir 2026 machen wollen. Wir starten also nicht nur in eine neue Woche, sondern energetisch in einen ganz neuen Zyklus. Denk bei all dieser Intensität immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Sie ist wie der Wetterbericht für deine Seele. Du bist nicht das Opfer der Umstände oder der Planetenkonstellationen, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit diesen Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese transformativen Impulse spürst, hängt immer auch von der Zusammensetzung deines ganz persönlichen Geburtshoroskops ab. Lass uns nun diesen dichten Fahrplan Tag für Tag betrachten, damit du genau weißt, wie du die Weichen stellen kannst. Wir starten am Montag, den 19.01.2026, mit einer sehr wachen und gleichzeitig intuitiven Energie. Bereits am frühen Morgen um 3:52 Uhr bildet Lilith ein Sextil zu Pluto. Das ist ein tiefgründiger Start. Lilith, die wilde, ungezähmte Kraft, verbindet sich mit dem Gott der Unterwelt. Das kann bedeuten, dass wir Zugang zu unseren tiefsten Instinkten bekommen. Es ist eine Kraft, die uns dabei unterstützen kann, Schattenanteile anzuschauen und zu integrieren, statt sie zu verdrängen. Kurz darauf, um 5:08 Uhr, steht Merkur im Sextil zu Saturn. Das bringt unseren Verstand in eine wunderbare Ordnung. Wir können unsere Gedanken strukturieren und verantwortungsvoll planen. Ergänzt wird das um 6:36 Uhr durch ein Merkur-Uranus-Trigon. Das ist der genialistische Funke. Wir sind geistig flexibel, haben plötzliche Einfälle und können uns rasch auf Neues einstellen.
Es ist der perfekte Morgen für Brainstormings. Am späten Abend um 22:54 Uhr rundet ein Sonne-Neptun-Sextil den Tag ab. Das macht uns weich und durchlässig. Unsere Intuition und Fantasien werden angeregt. Ein wunderbarer Aspekt, um den Tag mediativ oder künstlerisch ausklingen zu lassen und in die Welt der Träume einzutauchen. Der Dienstag, der 20.01., ist dann der Tag des großen Wechsels. Die Ereignisse überschlagen sich fast. Schon in der Nacht um 2:44 Uhr wechselt die Sonne in den Wassermann. Herzlich willkommen in der Wassermannzeit. Das Licht wird heller, kühler und wir richten den Blick auf Freiheit, Gemeinschaft und Innovation. Doch fast zeitgleich um 5:03 Uhr trifft Venus auf Pluto in einer Konjunktion. Das ist Hochspannung für das Herz. Hier geht es um leidenschaftliche, fast fanatische Gefühle. Wir wollen Verschmelzung, wir wollen Tiefe. Es ist eine Zeit, in der Beziehungen transformiert werden können, aber auch finanzielle Themen intensiv in den Fokus rücken könnten. Um 6:17 Uhr gibt uns ein Saturn-Uranus-Sextil Stabilität im Wandel. Wir könnten Reformen durchführen, Uranus, die trotzdem auf sicheren Boden stehen. Saturn. Der Mars ist an diesem Morgen ebenfalls sehr aktiv. Um 6:56 Uhr im Trigon zu Uranus verbindet er Tatkraft mit Erfindergeist. Wir könnten einen starken Impuls verspüren, und zwar sofort und originell zu handeln. Nur wenige Minuten später, um 7:01 Uhr, bildet Mars ein Sextil zu Saturn. Das sorgt dafür, dass dieser Aktionsdrang nicht verpufft, sondern diszipliniert umgesetzt wird. Am Nachmittag um 15:32 Uhr öffnet ein Merkur-Neptun-Sextil noch einmal unsere geistigen Kanäle für Inspiration und Poesie, bevor Merkur dann um 17:39 Uhr ebenfalls in den Wassermann wechselt. Unser Denken wird damit freier, unkonventioneller und vernetzter. Zudem wirkt am Morgen noch ein Lilith-Venus-Sextil um 6:49 Uhr, das unsere weibliche Kraft und unser Begehren auf eine sehr freie, fast magische Art stärkt. Am Mittwoch, den 21.01., haben wir einen Portaltag. Die Energien sind hochfrequent. Der Mond wechselt um 7:47 Uhr in die Fische, nachdem er vorher in der Nacht kurz in der Leere war. Das macht den Tag emotional sehr feinfühlig, vielleicht sogar etwas verträumt. Gleichzeitig trifft die Sonne um 16:46 Uhr auf Merkur. Das symbolisiert einen Moment der Erleuchtung im Geiste. Unsere Intelligenz und unser Organisationstalent sind geschärft. Da dies im Wassermann passiert, könnten wir blitzgescheite Lösungen finden. Aber sei achtsam, da Merkur so nah an der Sonne ist, kann es auch sein, dass wir sehr subjektiv sind und unsere eigene brillanten Ideen sehen. Der Donnerstag, den 22.01., führt uns wieder in die Tiefe. Um 18:13 Uhr trifft Merkur auf Pluto. Das ist der Detektivaspekt. Unser Verstand bohrt tief. Wir geben uns nicht mit Oberflächlichkeiten zufrieden, sondern wollen wissen, warum ist das jetzt so? Unsere Worte könnten jetzt eine starke Wirkungskraft entfalten. Gönn deinem Kopf zwischendurch Pausen. Diese Intensität kann nervlich anstrengend sein. Später am Abend um 22:37 Uhr bildet Lilith ein Sextil zu Merkur. Das hilft uns, auch die Dinge auszusprechen, die sonst vielleicht tabu sind, und intuitive Weisheit in Worte zu fassen. Und ganz wichtig, die Sonne wandert in das Human Design Tor 41 und aktiviert den Gene Key 41. Das ist der energetische Startschuss für das neue Jahr im Human Design. Tor 41 ist das Startcodon. Es ist der Druck, eine neue Erfahrung zu machen, der Treibstoff für unsere Fantasie. Was du jetzt erträumst, kann als symbolischer Samen für das ganze Jahr dienen. Am Freitag, den 23.01., erreicht die Transformationswelle ihren Höhepunkt. Morgens um 7:39 Uhr verbindet sich Mars im Sextil mit Neptun. Das lässt uns unsere Ziele mit einer gewissen Hingabe und Intuition verfolgen. Um 10:16 Uhr wechselt dann auch Mars in den Wassermann. Unsere rote Lokomotive bekommt jetzt einen futuristischen Elektroantrieb. Wir kämpfen für Freiheit, für Ideale und für die Gruppe. Um 11:27 Uhr folgt der wohl intensivste Aspekt der Woche. Die Sonne trifft auf Pluto in einer Konjunktion. Das ist pure Kernkraft. Wir können einen Zugang zu einem enormen inneren Kraftreservoir verspüren. Es ist der Wille zur Wandlung, zum Stirb und Werde. Wir haben die Chance, alte Identitäten symbolisch hinter uns zu lassen und uns neu auszurichten. Am Nachmittag um 14:22 Uhr wechselt der Mond in den Widder nach einer kurzen Pause. Das entzündet unser inneres Feuer wieder. Am Abend um 20:37 Uhr steht Lilith im Sextil zur Sonne, was unsere authentische Kraft stärkt, und um 21:14 Uhr rundet ein Sonne-Mond-Sextil den Tag harmonisch ab. Innen und Außen sind im Einklang.
Der Samstag, der 24.01., ist geprägt vom Widdermond, der uns aktiv sein lässt. Allerdings läuft der Mond ab dem späten Abend (22:36 Uhr) in eine lange Phase der Leere, die bis zum Sonntag anhält. Das ist eine Zeit, um Energie rauszunehmen und nichts Wichtiges mehr zu erzwingen. Am Sonntag, den 25.01., kommt Ruhe rein. Der Mond wechselt um 1:02 Uhr in den Stier. Nach dieser Woche voller elektrischer Hochspannung und innerer Ausrichtung ist es genau das, was wir brauchen. Erdung, Genuss, Ruhe und Beständigkeit. Wir dürfen im neuen Terrain ankommen und machen es uns gemütlich. Und nachdem wir nun diese gewaltigen kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Wir beginnen mit den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Eure Karte für diese Woche sind die Kastanien. Diese Karte ist eine wunderschöne, erdige Botschaft inmitten all der luftigen Wassermann-Energie und der plutonischen Tiefe. Sie erinnert euch an den Herbst, an das Sammeln, aber vor allem an die innere Leichtigkeit. Wenn der Druck der Transformation steigt, neigen wir dazu, hart zu werden. Die Kastanien mit ihrer harten Schale und dem weichen, glänzenden Kern rufen euch zu: Bewahrt euch den weichen Kern. Vergesst überall den wichtigen Prozessen das Spielen nicht. Staunt über die Welt wie ein Kind, das zum ersten Mal eine glänzende Kastanie im Gras findet. Eure Reflexionsfrage lautet: Wann habe ich das letzte Mal etwas getan, einfach nur, weil es mir Freude bereitet hat, ohne ein Ziel zu verfolgen? Mein praktischer Tipp für euch: Wiederholt diese Woche ganz bewusst eine Tätigkeit aus eurer Kindheit. Vielleicht wollt ihr malen, schaukeln gehen oder euer altes Lieblingsessen kochen. Zur energetischen Begleitung passt der Karneol wunderbar, denn er gilt traditionell als Symbol für Lebensfreude und Vitalität. Auch der Moosachat kann euch begleiten, der symbolisch für Erdung und deine innere Stabilität steht. Als ätherische Öle empfehle ich euch Mandarine, da dieser Duft oft mit einer kindlichen Leichtigkeit assoziiert wird, oder Vanille, die traditionell mit einem Gefühl von Geborgenheit und Wärme assoziiert wird. Ein schönes Ritual wäre ein Spieldate mit dir selbst, eine Stunde, in der du Pflichten ganz bewusst vor der Tür lässt und nur der Spaß regiert. Werbung. Die Links zu diesen Produkten findest du in der Beschreibung. Weiter geht es mit den fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Eure Karte für diese Woche ist Mabon. Mabon ist das Fest der Herbsttag- und Nachtgleiche, ein Fest der Dankbarkeit und der Ernte. Das ist extrem passend für euch, denn ihr seid von den aktuellen Transiten und Aspekten Sonne, Merkur und Mars sowie Pluto im Wassermann im Quadrat zu Stier und Skorpion am stärksten betroffen. Ihr steht mitten im Sturm der Veränderung. Mabon ist eure Erinnerung daran, kurz innezuhalten und zu schauen, was ihr bereits alles im Gepäck habt. Bevor ihr euch in eine neuere Ära stürzt, würdigt den Weg, den ihr zurückgelegt habt. Es geht um den Ausgleich zwischen Licht und Dunkelheit. Die Reflexionsfrage für euch ist: Welche Ernte aus den letzten Monaten habe ich vielleicht übersehen und darf ich jetzt dankbar annehmen? Ein praktischer Tipp: Führt diese Woche ein Dankbarkeitsritual am Abend durch. Schreibt 3 Dinge auf, die gut waren, egal wie chaotisch der Tag im Außen wirkte. Als unterstützende Kristalle gelten der Zitrin als klassisches Symbol für Fülle und Licht, sowie das Tigerauge, das traditionell für Überblick und deine innere Souveränität in stürmischen Zeiten steht. Bei den ätherischen Ölen passen Orange, um symbolisch eine warme, dankbare Atmosphäre zu unterstützen, oder Zimt, der oft symbolisch mit Fülle und Wärme verbunden wird. Ein passendes Ritual ist das Entzünden von 2 Kerzen, eine für das, was ihr dankbar loslasst, und eine für das, was ihr in Fülle willkommen heißt. Werbung. Auch hierzu findest du die Links in den Shownotes. Und schließlich schauen wir auf die flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Eure Karten sind die Mondknoten. Das ist eine sehr schicksalshafte Karte. Die Mondknoten symbolisieren den Weg von der Vergangenheit, Südknoten in die Zukunft, Nordknoten. In dieser Woche, in der sich das Energiegleis ändert, steht ihr bildlich gesprochen an einer Weiche. Ihr spürt das Spannungsfeld zwischen dem Vertrauten, das aber vielleicht ausgedient hat, und dem Neuen, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Diese Karte lädt euch ein, eure Ausrichtung zu prüfen. Fahrt ihr noch auf dem Gleis, das sich mit eurer inneren Wahrheit stimmig anfühlt? Eure Reflexionsfrage lautet: Welches alte Verhalten fühlt sich vertraut an, hält mich aber davon ab, mein volles Potenzial zu leben?
Mein Tipp für euch: Visualisiert euren Lebensweg als Zeitstrahl. Markiert ganz bewusst den 40. Punkt als Startpferd was Neues. Als Kristalle können euch der Mondstein begleiten, der symbolisch für Zyklen und Intuition steht. Oder der Labradorit, der oft als Stein der mystischen Erkenntnis und Wandlung gilt. Ätherische Öle, die diesen Prozess begleiten können, sind Weihrauch zur Zentrierung oder Sandelholz, das oft genutzt wird, um symbolisch dein Gefühl der Anbindung an dein höheres Selbst zu unterstützen. Ein kraftvolles Ritual wäre, einen Brief an dein vergangenes Ich zu schreiben, dich für die Erfahrungen zu bedanken und dich dann körperlich einmal bewusst umzudrehen, mit dem Blick in die Zukunft. Werbung. Alle Empfehlungen habe ich euch natürlich verlinkt. Lasst uns diese intensive Woche noch einmal zusammenfassen. Wir erleben einen historischen energetischen Wechsel. Unser Zug verlässt die irdischen Berge des Steinbocks und hebt ab in die lichte, weite Ebene des Wassermanns. Mit der Sonne, Merkur und Mars, die alle das Zeichen wechseln, wird unser Leben schneller, freier und innovativer. Doch der Preis für dieses Ticket ist die innere Ausrichtung. Die Begegnungen mit Pluto im Maschinenraum laden uns ein, ehrlich zu sein und alten Ballast bewusst hinter uns zu lassen. Gleichzeitig gibt uns das Human Design Tor 41 den Zündfunken für unsere Visionen 2026. Es ist eine Woche, die Mut erfordert, den Mut, sich neu auszurichten. Ich danke dir von Herzen, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast und wir gemeinsam durch diesen Wandel reisen. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder den von mir verwendeten Produkten findest du immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst in dieser wilden Zeit und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.